Egal ob Anfänger oder Profi, in diesem Video zeige ich dir die verschiedensten Pull-Up-Varianten und welche du in dein Training am besten integrierst. All diese Pull-Up-Varianten könnt ihr je nach Fitnesslevel, natürlich mit einem Resistance Band, wenn ihr noch nicht so gut seid, oder eben mit einer Gewichtsweste, wenn ihr es euch schwerer machen wollt, eben entsprechend umsetzen. Bevor du dich an diese Übung herantraust, mach dich bitte vorher warm. Die einfachste Variante, die jeder kennt, ist der normale Pull-Up im Obergriff. Variieren könnt ihr auch in der Griffbreite. Mit einem breiten Griff trainiert ihr mehr eure Schultern und mit einem engen Griff ist der Fokus mehr auf dem unteren Rücken und auf dem Bizeps. Die nächste Variante, die vermutlich auch jeder kennt, ist der Chin-Up, also im Untergriff. Damit trainierst du vor allem den Bizeps. Wer sich koordinativ ein bisschen fordern möchte, nimmt den Wechselgriff, das heißt eine Hand im Obergriff, die andere im Untergriff und natürlich dann im Wechsel, um einfach koordinativ die verschiedenen Muskeln zu beanspruchen. Diese Variante ist der L-Sit Pull-Up, also im Prinzip ein normaler Pull-Up mit angewinkelten Beinen im 90-Grad-Winkel. Das beansprucht neben dem Rücken zusätzlich die Bauchmuskulatur. Eine sehr anspruchsvolle Variante ist der Archer Pull-Up. Wie beim Bogenschießen ist ein Arm gestreckt, während der andere dich ranzieht. Sehr, sehr anstrengend. Wer sich in dieser Übung jetzt noch steigern möchte, macht dann entsprechend den Typewriter. Das heißt, ihr zieht euch an einem Arm hoch, bleibt oben und verschiebt euch dann auf der Stange oben, um dort die einseitige Belastung möglichst hervorzurufen. Die nächste Variante, eine seitliche Pull-Up-Variante, der Kommando-Pull-Up. Hierbei haltet ihr die Arme voreinander, zieht euch hoch und wechselt nach einer gewissen Wiederholungszahl dann entsprechend den Arm, der gerade vorne liegt. Eine sehr explosive und eher fortgeschrittene Pull-Up-Variante ist der Clapping Pull-Up. Hierzu zieht ihr euch, wie gesagt, explosiv hoch, klatscht die Hände oben zusammen und greift wieder an die Stange. Technisch sehr anspruchsvoll und beim CrossFit auch verwendet ist der Kipping Pull-Up, eine sehr dynamische Variante des Pull-Ups, die wirklich viel Koordination benötigt. Eine koordinativ und kraftausdaueranspruchsvolle Pull-Up-Variante sind die Frenchies. Hierbei geht ihr in die Pull-Up-Position oder geht in den Pull-Up und haltet euch auf verschiedenen Positionen zwischendurch einfach mal 2-3 Sekunden, bevor ihr in die nächste Position wechselt. Das waren die wichtigsten Pull-Up-Varianten. Baue diese Varianten in dein Training ein, um stetig Fortschritte zu machen. Achte bei der Umsetzung immer auf eine saubere Ausführung und eine maximale Bewegungsreichweite, um Verletzungen vorzubeugen und das Maximale aus deinem Training rauszuholen. Viel Spaß!